Die jüngsten Zahlen bestätigen es, die Schweiz ist und bleibt das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen und das zweitbeliebteste Auswanderungsland der Österreicher. Es ziehen natürlich somit auch viele Unternehmer um und nicht wenige von ihnen würden dort gerne eine Einzelfirma, ein Einzelunternehmen gründen. Wie sich das Ganze steuerlich und sozialversicherungstechnisch darstellt, wenn man in der Schweiz ein Einzelunternehmen gründet, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Zunächst wirst du dich vielleicht fragen, wer in die Schweiz umziehen kann. Viele wissen das tatsächlich nicht. Die Schweiz ist ja nicht in der EU und man malt sich aus, dass das Ganze vielleicht kompliziert ist, dass man eine Aufenthaltserlaubnis braucht, diese kompliziert beantragen muss etc. pp. Das ist aber absolut nicht so. Jeder EU-Bürger hat das Recht, in die Schweiz umzuziehen. Er muss allerdings nachweisen, dass er den Schweizern nicht auf der Tasche liegt. Da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, diesen Nachweis zu führen. Du kannst irgendwo eine Anstellung bekommen in der Schweiz und dann nachweisen, dass du dieses Arbeitsverhältnis hast. Du kannst vermögend sein, du kannst eine Rente oder Pension aus dem Ausland haben und du kannst eben auch selbst ein Unternehmen in der Schweiz gründen. Damit erhältst du dann die sogenannte Bewilligung B. Mit dieser kannst du 5 Jahre lang in der Schweiz bleiben. Danach kannst du diese in eine C-Bewilligung, das heißt in eine Daueraufenthaltsgenehmigung umwandeln. Mit dieser B-Bewilligung kannst du überall in der Schweiz leben. Du wirst genauso steuerlich oder anderweitig behandelt wie jeder Schweizer auch. Natürlich gibt es Restriktionen in puncto Wählen und so weiter, aber was Immobilienbesitz zum Beispiel anbelangt, das Gründen von Unternehmen oder auch arbeitsrechtlich, hast du dann die gleichen Rechte wie Schweizer auch. Für Deutsche übrigens ist es hier nochmal wichtig, dass sie sich mit der sogenannten überdachenden Besteuerung auseinandersetzen. Das ist eine Sonderregelung im deutsch-schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen. Diese gilt für 5 Jahre. Hier hat Deutschland noch bestimmte Besteuerungsrechte, obwohl man bereits in der Schweiz lebt. Ob dich das betrifft oder nicht, das klärst du am besten mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt ab. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht. Schau dir das ruhig mal an. Wie gesagt, das müssen sich Personen überlegen, die von Deutschland in die Schweiz umgezogen sind, wenn sie keine Schweizer Staatsbürger sind. Wenn du von Österreich in die Schweiz umziehst, dann gilt sowas natürlich nicht. Wenn du dann in der Schweiz bist und ein Unternehmen gründen möchtest, hast du natürlich die üblichen Optionen, die du auch in anderen Ländern kennst. Das heißt, du kannst Kapitalgesellschaften gründen, die Schweizer GmbH, die Schweizer AG, oder aber du kannst eine sogenannte Einzelfirma gründen, also ein Einzelunternehmen. Hier gibt es die üblichen Abwägungsfragen. Natürlich zunächst mal die beschränkte Haftung. Beim Einzelunternehmen hast du keine beschränkte Haftung. Hier haftest du mit deinem gesamten Vermögen, aber tatsächlich ist es ja so, dass dies in vielen Branchen kein Problem ist. Und wenn du bereits zu Hause in Deutschland oder Österreich ein Einzelunternehmen hattest, dann wird dich dies vermutlich auch in der Schweiz nicht weiter stören. Die steuerliche Unterscheidung ist natürlich auch hier ähnlich, wie man es aus Deutschland und Österreich kennt. Hast du eine Kapitalgesellschaft, dann wird hier im Wesentlichen auf 2 Ebenen besteuert, nämlich einmal auf Ebene der Gesellschaft. Und wenn du dir dann von der Gesellschaft eine Gewinnausschüttung auszahlst,
muss diese wieder besteuert werden. Das ist in der Schweiz genau das Gleiche. In der Schweiz werden Dividenden mit Einkommensteuer belegt. Bei deinem eigenen Unternehmen gibt es möglicherweise hier steuerliche Vergünstigungen, wenn du dir eine Dividende ausbezahlst. Bei einer Kapitalgesellschaft kannst du dich natürlich auch anstellen, kannst dir dann ein Gehalt bezahlen und kannst dir dann den Rest als Dividende ausschütten. Auf die Dividende wird im Prinzip keine Sozialversicherung in der Schweiz fällig. Du musst allerdings aufpassen, denn die AHV, also die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, also die staatliche Rentenversicherung, das ist so eine heilige Kuh in der Schweiz. Und wenn du dir jetzt bei einer Kapitalgesellschaft einen besonders niedrigen Lohn auszahlen lässt und dann hier eine besonders hohe Dividende, die dann sozialversicherungsfrei sein soll, dann wird es sehr häufig passieren, dass du gezwungen wirst, auf die Dividende ebenfalls Sozialversicherung, also AHV, zu bezahlen. Denn man sagt im Grunde genommen, dass dein Gehalt, das du dir bezahlt hast von der Gesellschaft, nicht fair ist. Und daher musst du auch auf die Dividendenausschüttung AHV bezahlen. Daher ist es eben nicht immer so, dass jetzt hier die Kapitalgesellschaft unbedingt steuerlich so viel attraktiver ist als das Einzelunternehmen. Und hier wollen wir ja tatsächlich über das Einzelunternehmen sprechen. Entschuldige bitte, ich wollte jetzt hier nochmal kurz klären, warum die Kapitalgesellschaft hier nicht unbedingt attraktiver ist als die Einzelfirma in der Schweiz. Denn wie gesagt, AHV musst du möglicherweise auch auf Dividendenausschüttungen bezahlen. Und dann zahlst du möglicherweise mehr mit der Kapitalgesellschaft als mit dem Einzelunternehmen. Denn man muss ja wissen, dass die Steuersätze in der Schweiz, hier die Einkommensteuersätze, sehr niedrig sind in manchen Kantonen. Vielfach natürlich in Kantonen der Innerschweiz. Also jetzt wollen wir das Ganze mal hier berechnen. Jetzt sehen wir mal an, dass du in die Schweiz ziehst und dort eine Einzelfirma gründest. Nehmen wir mal an, du ziehst in den schönen Ort Freienbach. Dort habe ich selbst mal gelebt, 3 Jahre, kann man nur empfehlen, am Zürichsee gelegen, aber im Kanton Schwyz. 45 Minuten nach Zürich höchstens und du hast hier tolle Aussichten auf den See und natürlich ist die Gemeinde Freienbach dafür bekannt, dass sie besonders steuergünstig ist. Jetzt sehen wir mal an, du gehst in die Schweiz, gründest dort eine Einzelfirma und du hast jetzt 120.000 Franken Gewinn pro Jahr. Ich gehe in meinem Beispiel davon aus, dass du verheiratet bist und 2 Kinder hast. Dann zahlst du in Freienbach pro Jahr 3.490 Franken Steuer. Das musst du dir mal überlegen. Bei 120.000 Franken Einkommen als Einzelunternehmen. Traumhaft niedrig, könnte man sagen. Und das ist es tatsächlich auch. Aber jetzt kommen wir eben zum Thema Sozialabgaben und hier ist es eben leider so, dass es eben in der Schweiz die vorhin schon angesprochene AHV gibt und auch noch ein paar andere Sozialversicherungsarten, das schauen wir gleich mal an. Und diese AHV ist nun tatsächlich eine heilige Kuh in der Schweiz. Das heißt, anders als in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, wo du dich ja als Unternehmer nicht rentenversichern musst, musst du dies in der Schweiz tun. Das heißt, auch jeder Unternehmer, jeder Selbstständige ist in der Schweiz verpflichtet, die AHV zu bezahlen und das ungedeckelt. Ja? Das musst du dir mal vorstellen, das kennt man ansonsten nur aus Ländern wie Portugal und so. Ja? Also, du zahlst hier, egal ob du 100.000 verdienst oder ob du 1 Million verdienst, die volle AHV. Wir haben ja gerade gesehen, dass du in Freienbach als Verheirateter mit 2 Kindern bei 120.000 Franken 2,91% nur bezahlst. Also ein wahnsinnig geringer Steuersatz. Ja. Man muss hier eben immer die AHV mit berücksichtigen und das eben ohne Deckelung. Das ist also extrem wichtig, denn das nicht zu berücksichtigen bei deiner Kalkulation für eine Auswanderung in die Schweiz kann fatal sein, denn wir alle wissen, die Schweiz ist wahnsinnig teuer und da kann natürlich eine große Position wie die Sozialversicherung schon einen Unterschied machen. Gott sei Dank hat hier die verantwortliche Behörde in der Schweiz eine schöne Broschüre per PDF veröffentlicht und die wollen wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Hier sehen wir diese Broschüre, sie ist Stand Januar 2024, also brandneu. Hier geht es eben um die Sozialversicherungsbeiträge. Hier sind die verschiedenen Arten von Sozialversicherungsbeiträgen, also die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Invalidenversicherung IV und die Erwerbsersatzordnung
EO, die werden wir dann nachher hier auch sehen. Das sind also auch die Versicherungen, für die ein Selbstständiger, für die ein Unternehmer hier Beiträge bezahlen muss. Es gibt dann natürlich auch bestimmte Beträge, die nicht entrichtet werden müssen. Also gegen Arbeitslosigkeit und auch gegen Unfall muss sich der Unternehmer, der Selbstständige nicht versichern. Aber für AHV, IV und EO muss er eine Versicherungsprämie bezahlen. Die Berechnung dieser Prämien sehen wir dann hier. Sie beträgt 10%. Ja? Also denkt nochmal dran, was wir gesagt haben vorhin. Steuern 2,91% Kanton Freienbach. Und hier sind wir nun bei 10% Sozialversicherung. Wenn wir nochmal die 120.000 Franken Einkommen berücksichtigen, die ich ja vorhin genannt habe, dann wären hier also 12.000 Franken Sozialversicherung fällig und ungefähr 3% Steuern. Das heißt, wir hätten also insgesamt Abgaben von 15.000 Franken. Insgesamt ist es natürlich immer noch ziemlich wenig, wenn wir jetzt von 120.000 Franken ausgehen und man zahlt insgesamt ein bisschen mehr als 15.000, dann sind wir so bei 12-13% insgesamt. Alles in allem tutti frutti, also Steuern und Abgaben, das ist natürlich nicht besonders viel. Hast du einen geringeren Umsatz in deiner Einzelfirma, dann werden auch geringere Beitragssätze fällig. Die vollen 10% werden also erst ab 58.800 Franken fällig. Davor gibt es niedrigere Sätze. Ich werde einen Link zu diesem PDF hier auch in die Beschreibung des Videos mit hineinpacken. So, nun gibt es natürlich noch eine andere wichtige Sozialversicherung, das ist die Krankenversicherung, die Krankenkasse. In der Schweiz weißt du wahrscheinlich, dass sowieso die gesamte Krankenversicherung privat organisiert ist. Das heißt, jeder Schweizer, egal ob jetzt Unternehmer oder nicht, ist privat versichert. Hier musst du dir also ein Angebot einholen. Das Ganze ist so mehr oder weniger organisiert, dass alle Versicherungen ein bestimmtes Pflichtbasispaket anbieten müssen. Da kann auch niemand abgelehnt werden. Dieses Basispaket ist recht großzügig, muss man sagen. Also da würde ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen. Und dann kannst du andere Tarife nehmen, die dann entsprechend auch noch weitere Leistungen abdecken. Ich habe jetzt mal hier einen Versicherungsvergleich laufen lassen, kann man natürlich online einfach hier auch raussuchen. Wiederum als Verheirateter mit 2 Kindern. Das will ich dir nun auch mal zeigen. So, hier kommen wir nun bei der günstigsten Variante raus, kannst du sehen, 10.000 Franken rund im Jahr. Ja? Und dann sind im Grunde genommen sehr viele so um den Bereich 10.000 Franken. Da kannst du sehen, da bekommt man schon etliche Angebote. Und es geht dann im Grunde genommen, der teuerste Anbieter verlangt 14.000 Franken. Hier geht es dann natürlich um so Dinge wie freie Arztwahl und so. Du hast natürlich dann die üblichen Modelle, die man auch aus Deutschland kennt, Hausarztmodelle und so weiter und so fort, bestimmtes Netzwerk. Man kennt das auch aus den USA zum Teil. Das sind halt dann diese Modelle, mit denen hier Kosten gespart werden. Das heißt, das musst du dann natürlich auch nochmal hier als Unternehmer tatsächlich berücksichtigen. Das heißt, dieser Tarif jetzt hier ist dann für tatsächlich 4 Personen, 2 Erwachsene und 2 Kinder. So, mein Tipp an dich, wenn du in die Schweiz gehst und dort ein Einzelunternehmen gründen möchtest, such dir den richtigen Kanton, die richtige Gemeinde raus. Wie gesagt, in der Schweiz kommt es tatsächlich auf die Gemeinde an und natürlich den Kanton. Ich muss ehrlich gesagt sagen, auch der Kanton Zürich ist eigentlich nicht so teuer, wie du dir das vielleicht vorstellst. Sicherlich, wir sind nicht bei 3%, wie dann beim Kanton Schwyz, jetzt gerade eben hier Freienbach. Aber auch der Kanton Zürich ist nicht so teuer. Tendenziell kann man sagen, dass die Westschweiz ziemlich teuer ist. Auch das Tessin steuerlich ziemlich unattraktiv. Aber es kommt ehrlich gesagt darauf an, wie man verdient und wie die persönliche Lebenssituation ist. Dass ich natürlich jetzt hier spezifiziert habe, dass in meinem Beispiel derjenige verheiratet ist und 2 Kinder hat, wirkt sich stark auf den Steuersatz aus. Auch die Höhe der Einkünfte wirkt sich aus. Wenn man dann mal einige 100.000 verdient, dann wird auch die Progression in der Schweiz ganz schön nach oben gehen. Das muss man schon sagen. Ja. Also hier muss man sich tatsächlich detailliert damit auseinandersetzen im Vorfeld. Ja.
Und die entscheidenden Parameter sind eben hier die persönliche Situation, der Ort, wo man wohnt und natürlich dann auch die Höhe der Einkünfte. Wenn man jetzt vergleichen würde bei 120.000, was man hier bei einer Kapitalgesellschaft bezahlen würde, dort würde man dann ja Körperschaftssteuer bezahlen, kann sich dann den Gewinn ausschütten lassen oder man kann es natürlich auch anstellen lassen bei der Kapitalgesellschaft. Das geht natürlich auch. Dann würde man im Prinzip die gleichen Steuersätze bezahlen. Die Kapitalgesellschaft würde dann hier Arbeitgeberanteile bezahlen für die Sozialversicherung. Das könnte möglicherweise auch für dich eine Möglichkeit sein. Viel günstiger wird es aber nicht sein. Auch das Dividendenmodell kann ich mir nicht vorstellen, dass es günstiger ist in diesem konkreten Fall. Aber das sind dann Dinge, mit denen man dann natürlich hier spielen muss. Vorteil des Einzelunternehmens ganz klar. Du hast hier keine komplizierte Buchhaltung wie bei der Kapitalgesellschaft. Die Pflege der Kapitalgesellschaft fällt weg. Es ist sehr viel einfacher mit dem Einzelunternehmen natürlich als hier mit einer Schweizer GmbH oder AG zu arbeiten. Die gleichen Gründe, die dagegen sprechen, sprechen auch in der Schweiz dagegen. Wobei, wie gesagt, das Thema Sozialversicherung muss man getrennt beachten. Das ist ein spezifisches Thema in der Schweiz. Das gibt es so in Deutschland und in Österreich nicht für Unternehmer. Wenn auch du dich damit auseinandersetzt, in die Schweiz umzuziehen oder in irgendein anderes Land, um dich dort steuerlich optimal aufzustellen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.